Hallo, ja, es gibt uns noch, auch wenn wir uns im Sommer jetzt etwas rarer gemacht haben mit den Videos. Heute kommt mal wieder ein neuer Teil. Ihr wisst, ich füge immer die Kapitelmarke ein. Ihr könnt also zu den Bereichen vorspringen, die euch besonders interessieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Puring mit Nadine. Ich möchte euch heute vor dem eigentlichen Puring auf der klassischen Leinwand mal noch kurz zeigen, was ich auch mal zwischendrin gemacht hatte. Und zwar habe ich mir so eine ganz schlichte, einfache, glatte, weiße Fliese genommen, habe die entfettet und habe dann einfach mal ein Puring drauf gemacht. Das Ergebnis sieht jetzt zum Beispiel so aus. Ich habe es dann anschließend auch lackiert, in dem Fall mit dem Hochglanzlack gewalzt. Ich finde, das sieht ganz nett aus. Könnt ihr jetzt natürlich befestigen an der Wand dann mit entsprechenden Klebeanhaltern oder euch so Anti-Rutsch- oder Schutzpads drunter auf den Tisch und eine schöne Deko draufstellen. Also da fällt meinen kreativen Abonnenten sicherlich was ein. Des Weiteren eignen sich die Fliesen hervorragend, wenn ihr mal was testen wollt, weil ihr könnt es ja endlos wieder abwischen. Ja, also wenn ihr jetzt was habt, wo ihr sagt, Mensch, ich will das jetzt einfach mal sehen, wie das reagiert oder rauskommt. Vielleicht einfacher als mit einer Leinwand. Vielleicht habt ihr noch einen kleinen Fliesenrest irgendwo. Gerade für so Tests, so eignet sich das sehr gut. Ich hatte zwischendrin auch mal noch einen Versuch gemacht mit einem Puring auf einem Holzbrett. Das war einfach so ein klassisches Holzbrett, wie man es in jedem Baumarkt bekommt. Ich habe es auch nicht geschliffen oder irgendwas. Ich habe es direkt einmal nur mit Acrylfarbe grundiert, pur, und habe es trocknen lassen und anschließend dann das Puring drauf gemacht. Aus dem Grund vorher lackiert, weil ich dachte, dass ich vielleicht einen kleinen Schutzfilm dann habe, dass nicht zu viel Feuchtigkeit ins Holz eindringt. Das ist ja bei diesen Leimhölzern immer das Problem, dass die sich dann gerne verziehen oder spalten. Gespalten hat sich's nicht, verzogen hat sich's nur ganz leicht. Also das hat auch ganz gut funktioniert. War ursprünglich gedacht als Ablage hier für meine Wanne, aber mein Mann hat mir ja dann doch eins aus Edelstahl gemacht. Jetzt könnte man es natürlich einfach an die Wand hängen, aber ich wollte es euch mal zeigen. Ihr könnt wirklich mit verschiedensten Materialien hier auch ganz nette Sachen machen. Zum heutigen Puring. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr hier in meinem Hobbyraum und habe jetzt lange überlegt, welche Technik ich gerne machen möchte. Ich vermute, ich werde den Föhn nehmen. Ich habe ihn schon mal gerichtet. Ich habe die Farben auch recht dünn angemischt. Von der Verwendung der Farben, wie immer, 2 Teile Vinylkleber. In dem Fall Artist Junior von Gerstecker. Dann jeweils 1 Teil Farbe und 1 Teil Wasser. Farben habe ich jetzt hier den Neo Acryl, einmal in dem lichten Ocker, einmal Olivgrün. Dann von Gerstecker die Studio Bronze Serie, das Altgold. Und ihr wisst, ich liebe ja diese kleinen Döschen von Viva, mal die Maya Gold Linie. Das ist jetzt hier das Glitzer mit dem Avocado. Fand ich auch echt schön. Mal gucken, wie es rauskommt. Da noch ein Hinweis zum Mischungsverhältnis. Also diese hier nehme ich entweder nur ein Löffelchen und mische mir dann mit in dieses Standardgrün zum Beispiel. Dann habe ich so ein bisschen Glitzer drin. Jetzt wollte ich das Avocado allerdings pur haben als Farbton. Jetzt will ich aber ja nicht den halben Becher Farbe verwenden für ein Bild. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meinen Teil Vinylkleber reingemacht, wie immer. 2 Teile Vinylkleber, also so ungefähr so bis hier, Hälfte. Und habe mir dann mit meinem kleinen Holzspatel 4-mal Farbe rausgeschöpft. Das ist dann so wie hier, also so ein ganz flacher Spatel voll sozusagen. Und habe mir dann, weil es ja viel weniger im Verhältnis dann war vom Volumen, nochmal ein bisschen Vinylkleber und ein bisschen mehr Wasser rein als bei den anderen, um dann wieder die gleiche Menge zu haben und die gleiche Konsistenz. Oh, ihr seht, es fließt dann auch wieder. Und die Becherchen sind jetzt auch vergleichsmäßig gleich voll. Ne? So. Aber dann haben wir nicht so viel Farbe verbraucht, die sind wirklich sehr ergiebig. Hintergrundfarbe Titanweiß, auch von Neo Acryl, auch wieder verdünnt mit Wasser und Vinylkleber. Ja,
Leinwand ist vorbereitet, abgeklebt, Pinsel dran. Trommel hart bespannt ist sie auch. Das heißt, wir können starten. Ach so, für die, die es vielleicht mal wissen möchten, was heißt denn trommelhart bespannt? Das ist trommelhart bespannt. Ja. Also ich habe die Keile hinten drin. Hier sieht man es jetzt unter dem Kleber. Ne? Und dadurch hängt uns jetzt die Leinwand auch beim Puren nicht durch, auch nicht, wenn viel Farbe drauf ist. Wenn das nicht der Fall ist und ihr habt sehr günstige, preiswerte Leinwände, die sind oftmals nicht ganz so hart gespannt. Und da habt ihr dann das Problem, wenn ihr viel Farbe drauf gießt, dass ihr in der Mitte, umso größer die Leinwand ist, umso schlimmer wird es, so eine Kuhle kriegt. Ja, und dann habt ihr so einen Teich auf eurem Bild und alles läuft euch dann dahin. Also achtet drauf, dass die Leinwände genug Spannung haben. Wenn nicht, dann schlagt euch die Keile hinten vor dem Puren schon mal ein bisschen ein. Ihr müsst die nicht ganz reinhauen. Das Bild arbeitet auch nach dem Puren noch. Macht nur leicht Spannung drauf, dass ihr nachher eventuell nochmal nachspannen könnt. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß! So sieht das jetzt getrocknet aus, das Bild. Die Farben schimmern wirklich sehr schön. Das Avocado mit dem Glitzer und auch das Altgold kommen sehr schön raus. Das Bild ist jetzt trocken, aber noch nicht mit dem Lack versiegelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seht jetzt gleich noch ein Vorschaubild von dem, was dann im nächsten Video für euch kommt. Gleiche Farbtöne, gleicher Anteil Silikonöl. Nur ein anderes Motiv mit anderen Techniken. Und zwar wird das ein Swipe. Ihr dürft gespannt sein. Jetzt folgen noch ein paar kleine Outtakes für euch. Wenn es gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine. Heute wollte ich euch mal zeigen, was man noch so anstellen kann. Hallo, ja, es gibt uns noch. Ihr wisst ja. Außer auf Leinwände zu puren, aber das nur ganz kurz am
bisschen sehen. Was ihr jetzt mit der Fliese anstellt, das bleibt natürlich wieder euch überlassen.